eingerostet. 2 Wochen eisfreie Zeit sind vorbei. Mitten im Frühling beginnen Aljona Savtschenko und Robin Scholkowy in der Chemnitzer Eislaufhalle mit den Vorbereitungen auf die Winterspiele. Ihr Trainer Ingo Steuer wird ihnen heute die Kürmusik für diese olympische Saison präsentieren. Es sind die ersten Trainingsstunden auf dem 9 Monate langen Weg nach Vancouver. Für Aljona Savtschenko überhaupt nichts Besonderes. Man steht in der Olympiasaison und man muss genauso nehmen, so wie alles andere immer war. Egal, ob das Olympia oder Deutsche Meisterschaft sind. Also für mich ist halt kein Unterschied. Das ist jetzt Premiere. Na? Ingo Steuer hat diesmal eine für das Eiskunstlaufen außergewöhnliche Musik ausgesucht. Die beiden hören sie an diesem Tag zum ersten Mal in der Eishalle. Die Grundidee für die Choreografie hat der Trainer auch schon im Kopf. Nun wird das Kürprogramm in den nächsten Trainingswochen gemeinsam mit den Sportlern aufgebaut. Mach auch mal Einsprungwaage. Was denn? Ungewohnt? Doch gleich an diesem ersten Trainingstag zeigt sich, Aljona Savtschenko hat ein Problem. Ja. Im Gegensatz zum Trainer kann sie der Musik nichts abgewinnen. You never walk alone. Das ist wie eine Hymne. Oder das ist ja die Hymne von den Fußballern Liverpool. Passt wunderbar zu uns. Ich kämpfe noch. Okay. Bis ich dann krieg, was ich will. Und was willst du? Ich weiß nicht, was ich will. Ich will, dass ich laufe und dass das Gänsehaut geht sozusagen, so wie letztes Jahr. Oder dass du läufst und genießt. Und läufst nicht, ja, ich muss laufen. Sie ist generell nicht einverstanden mit den Musiken. Das war die ganzen Jahre so und am Schluss war sie begeistert. Also das hat nichts zu sagen. Kann die Kür selber laufen. Trinkt meine Schlittschuhe, Alter. Mit Herz. Die neuen Schlittschuhe hat auch erstmal der Trainer in der Hand. Das ist vor jeder Saison so, nicht nur vor Olympia. Schuh und Schiene kommen von Spezialanbietern. Die Montage von beiden genau auf ihre Trägerin zugeschnitten. Das ist jetzt der Olympiaschuh. Da muss jetzt alles passen. Okay. Die Werkstatt ist das kleine Trainerzimmer in der Chemnitzer Eishalle. Später wird sich Ingo Steuer auch noch Robins Schlittschuhe annehmen und außerdem allen Schienen den richtigen Schliff verpassen. Der 43-Jährige baut da auf jahrelange Erfahrung. Er hatte einst als Aktiver auch sein eigenes Sportgerät und das seiner damaligen Paarlaufpartnerin Mandy Wötzl präpariert. Also so Schienen anpassen, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, vor allen Dingen bei den Damen. Der Trainer weiß, wovon er spricht. Musst du probieren. Probier einfach mal. Und dann werden wir sehen. So, ich habe jetzt erstmal wirklich nur die Stellschrauben. Okay, stellen Sie hin, macht eure Erwärmung zu Ende. Sage ich erstmal nicht danke, weil ich muss das mal probieren. Ja. Probiert wird an diesem Tag noch mit den alten Schlittschuhen, aber erstmal das neue Kurzprogramm. Dann den Tulip, dann den Wurflutz. Nicht so gut. Ich fand das besser, weil ich will mehr spielen zum Tulip. Ingo Steuer plant, das Kurzprogramm mit dem höchst schwierigen dreifachen Wurflip zu beginnen. Mit der Musik für dieses Programm ist Aljona übrigens sofort einverstanden gewesen. Der Trainer hat den Titel Send in the Clowns. Wo sind die Clowns ausgewählt? Nun geht es darum, den Einstieg in das 2 Minuten 40 lange Programm zu entwickeln. Vielleicht machen wir das zusammen, dass ihr beide rausguckt. Große Bühne. No, ich will dies für mich. Auch dreifache Europa- und zweifache Weltmeister müssen sich zu Beginn jeder Saison aufs Neue einfühlen. Diesmal will der Trainer ganz großes Theater. Verstehst du? Du kommst aus dem Vorhang raus. 2 traurige Clowns sollen sie sein. Aljona findet keinen Zugang. Aljona bringt das nicht, mach du das mal. Und vor.
Auch das ein Geheimnis ihres bisherigen Erfolgs. Robin ist der ausgleichende Gegensatz zum impulsiven Wesen seiner Partnerin. Aljona fühlt sich unverstanden. Das Training läuft trotzdem weiter. Ist egal. Sie dreht auf die letzten Takte, dreht sie hier hin, geht hin. Der Trainer hat ihren Part übernommen. So. Ich kann nicht einfach mich ausgeben. Du sollst dich auch nicht ausgeben jetzt. Natürlich, ich muss auch Gedanken haben. Lass uns trotzdem mal versuchen, so weiterzumachen. Der Trainingsstress ist vergessen. Aljona abseits der Eishalle wieder in ihrem Element. Mit Schneiderin Silvia Fischer bespricht sie die Kostüme. Die hat sie wie immer selbst entworfen. Ich meine, es halt macht mir Spaß. Es ist so wie Entspannung, sage ich. Ich komme nach dem Training und es ist mal was Kreatives. Den Stoff für ihre Kreationen bezieht die gebürtige Ukrainerin aus ihrer alten Heimat. In Chemnitz gibt es dafür keine Läden. Deswegen musste ich bei meiner Mama fragen, ob die dort in Kiew, weil wir haben wirklich viel und für Eiskunstlaufgeschäfte, für Balletttänzer und da ist so speziell für Stoffe für das gedacht. Der Stoff, aus dem Robins Träume sind, ist pferdestark. Wenn er entspannen will, kann er das am besten auf 2 Rädern. Normalerweise ist er mit einer Rennmaschine unterwegs. Die Ausfahrt mit der Harley haben ihm Freunde zu seinem 30. Geburtstag in diesem vorolympischen Sommer geschenkt. Gibt mir persönlich so viel, da habe ich wieder den ganzen Stress mal abgebaut, wenn ich mal am Gasgriff gedreht habe. Und dann ansonsten einfach frische Luft und wie schon gesagt, also einfach im Helm, mal so alleine Zeit für sich selber. Und dann komme ich zurück, bin total entspannt und kann dann wieder montags ganz entspannt halt in die neue Woche starten. Der Weg auf den Olymp für Ingo Steuer führt er nur über Maastricht. Ziel das Studio von André Rieu. Der Stargeiger will mit großem Orchester die Chormusik einspielen. Das hat nichts mit Geschäftsbeziehungen zu tun, sondern das ist reine Freundschaft und das beruht auf Gegenseitigkeit und ich freue mich da auch einfach darauf. Ich freue mich auf das Projekt und da ging es nie um Geld. Im Gepäck hat Ingo Steuer seine am heimischen Computer geschnittene Rohfassung von You'll Never Walk Alone. André Rieu hatte diesen Titel mit seinem Orchester schon mal für eine CD produziert. Nun soll er aus der Fußballhymne eine maximal 4 Minuten 40 lange olympische Gold-Kür-Version zaubern. Wir haben es einmal durchgespielt. Habt ihr das mitgehört? Oder? Ja. War das okay so? Es sind noch so 2 nach dem ersten Stück, Ja. bevor die Trompete beginnt. So wie es hier ist, nur dass man noch Auftakte haben zu dem Marsch. Ram, bam, bam. Das willst du. Das willst du. Weil wir haben das jetzt choreografisch so Okay. gemacht, Ich dass wir verstehe. direkt mit dem Marsch Dann den nochmal Probe machen. diese Stelle, die er verlängert. Was hast du da gemacht? Ich brauche die Musik dort Ja. länger, weil es ist... Aber es ist musikalisch Ne, geht nicht. schwierig. Ja. Hier kommt. Jetzt danach, genau. Dieses Stück jetzt, was ich verlängert habe, muss die Länge haben. Das ist okay. Ja. Habt ihr eine andere Idee? In Chemnitz fließt derweil weiter der Schweiß beim Athletiktraining. In der Olympiasaison wird es erstmals von Valentin Savtschenko, Aljonas Vater, dirigiert. Der ehemalige Leistungssportler arbeitet auch in Kiew als Athletikcoach. Er lehrte Tochter Aljona einst das Schlittschuhlaufen und brachte sie im zarten Alter von 4 Jahren zum Eiskunstlaufsport.
Athletik war immer bei uns da, Skilaufen, alles. Und ja, für mich ist Falti halt besser. Für Robin ist es die Rückkehr zu altbekannten Trainingsmethoden. Mit diesen Übungen zur Schulung von Koordination, Sprungkraft und Kondition ist er bis zur Wende aufgewachsen. Ein Kalesso Doppel, ein Kalesso Achse. Ja? Doppelachse. Russisch wird oft versucht, kommt bei mir nicht ganz so gut an. Ja, aber ich lerne halt immer mehr dazu. Also Kalesso kenne ich schon, das heißt Ratschlagen und von daher, also es wird. Ja. Und für den Fall der Fälle ist Aljona die erste Ansprechpartnerin für den Trainervater und für ihren Eispartner, die Vorturnerin. Im Studio von André Rieu in Maastricht ist die Zeit vorangeschritten. Der Chef mit seinen Musikern schon mehrere Stunden dabei, die 4,5 Minuten lange olympiareife Eislaufversion von You'll Never Walk Alone einzuspielen. Den Solopart der Geige übernimmt der Maestro selbstverständlich selbst. Die freundschaftliche Beziehung zwischen dem weltbekannten Musiker aus Holland und den Paarlauf-Weltmeistern aus dem sächsischen Chemnitz besteht, seitdem der geigende Entertainer Ingo Steuer mit seinem Paar für eine seiner Shows engagiert hatte. Da war so ein Klick und das war's. Und er hat mich großer Respekt vor uns und ich muss ja sagen, wo hat er das noch nie gesehen? So aus der Nähe, solche fantastische Eiskunst. Und das war der Probe, da stand ich da und die Tränen gingen über meine Wangen, weil ich hatte das noch nie so, das ist so beeindruckend, diese Kraft, die da hinten, diese Geschwindigkeit und das zusammen mit der Musik. Zu diesem Zeitpunkt ahnt keiner, dass die Kombination von großartigen Musikern und Weltklasse-Kufenkünstlern nicht zwingend auf den sportlichen Olymp führen muss. Klasse. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Und Aljona, Robin, sag nochmal hallo. Aber hör mal, ich mache das jetzt alles für dich. Ja. Aber jetzt wird gewonnen da, ja? Was anderes steht nicht auf dem Plan. Aljona Savtschenko ist guter Dinge. Gemeinsam mit Robin kann sie endlich die seit Wochen zur musikalischen Rohfassung des Trainers aufgebaute Kür zu der von André Rieu produzierten Musik ausprobieren. Ja, mal sehen. Mal sehen, was wird. Natürlich ist es was Besonderes, dass die Musik extra für uns gemacht ist und dass der von André Rieu ist. Und ja, da wir schon länger kennen, ist schon schön. Ja, ich habe es ja noch nicht gehört jetzt hier in der Halle. Ich habe mir es oben bei mir angehört. Da war es okay. Mal gucken. Letztendlich sieht man es erst mit dem, was wir vorher gemacht haben, wie es zusammenpasst. Der erste Eindruck, es scheint zu passen. Sprünge und Würfe werden vorerst weggelassen. Heute kommt es nur darauf an, dass Schritte und Bewegung in Harmonie mit der Musik verschmelzen. Auch Vater Savtschenko ist gespannt. Aljona und Robin auf dem Eis, hochkonzentriert und bemüht. Doch dann die Miene des Trainers. Plötzlich läuft alles aus dem Takt. Und da ist es wieder, Aljonas Bauchgefühl, dass diese Musik vielleicht doch nicht die richtige für sie ist. Das kann ja nicht immer alles gleich beim ersten Mal funktionieren. Ja, weil die ist schlimmer als die andere war.
Also die motivieren mich am Ende gar nicht. Bei dir? Ja, ich finde es auch ein bisschen flach. Und insgesamt ist es mir zu hoch. Und jetzt ist... da stirbst du dort. Weder was Kleines, so wie wir es hatten am Ende von der Spiralfolge, noch was Großes, wie jetzt den Wir sind schon Wurflutz. drin, aber man hört sie jetzt nicht so doll. Ja. Das ist halt alles so... Und das geht so wie... Weißt du? Ihr habt auch selber eure Bewegung langsamer gemacht, weil die Musik etwas langsamer gespielt ist in dem ersten Teil. Die ist nicht so runter, hoch, die ist so... Weil wir sind es ja so gewohnt, die Musik mit dem, was du reingeschnitten hast. Ja, dass dann nochmal was kommt. Ist ja klar, deshalb haben wir ja gestern auch ganz lange gedoktert, was können wir machen, um dieses Stück zu verlängern. Wir haben ja auch den Marsch jetzt besser Ja, der Marsch ist besser, aber dann... Ich weiß, was du meinst. Ist ehrlich, ich kann dir lügen, sagen, die ist perfekt und dann lassen wir so. Aber wenn mich innen nichts motiviert, dann entschuldige mal bitte. Da muss man die Musik nicht nehmen. Zwei Jahreszeiten intensiver Trainingsarbeit in Chemnitz sind vergangen. Die Wettkampfpremiere zur internationalen Nebelhorn Trophy im Frühherbst in Oberstdorf ist der erste vorolympische Test. Alles ist wichtig, auch die Maske für das Kurzprogramm kommt auf den Prüfstand. Die Schwierigkeiten des Anfangs, vor mehr als 5 Monaten längst vergessen. Das können wir noch verbessern, aber jetzt ist okay erstmal. Jetzt wird sich zeigen, wie weit der Weg auf den Olymp noch sein wird. Als Aljona den dreifachen Wurfflip sicher landet, ist das Eis gebrochen. 2 traurige Clowns verzaubern das Publikum in der Oberstdorfer Eishalle und erfreuen mit ihrem Vortrag auch die Preisrichter. Das Resultat gleich zu Beginn der olympischen Wettkampfsaison: ein neuer persönlicher Punkterekord im Kurzprogramm. Der Trainer hat offensichtlich ganze Arbeit geleistet, auch als Maskenbildner. Man merkt dann erst, wenn man geschminkt ist, wie oft man sich eigentlich so im Gesicht rumfasst, Nase putzt nochmal oder irgendwas zurechtdrückt und so weiter. Oder einfach, ich mache es halt auch eigentlich gerne, dass ich, bevor ich aufs Eis gehe, nochmal mein Gesicht halt wasche, so mich einfach wie ein bisschen nochmal wach machen, frisch machen. Geht natürlich jetzt nicht, ja? Ist alles ein bisschen, und natürlich schwarze Kostüme machen sich auch sehr schlecht bei weißer Schminke, also ja, gewöhnungsbedürftig, aber was tut man nicht alles, ne? Ja, für mich ist es normal. Schminken. Frauen schminken sich gerne. Ungeschminkt und unerkannt ist Robin Scholkowy zwischen Kurzprogramm und Kür in Oberstdorf zu einem wichtigen Termin zwischendurch unterwegs. Lustig. Er muss zum Fotografen. Okay, gut. Dann werden wir schon eins finden. Ja, im Grunde genommen können wir nehmen, was. Robin braucht Bilder für den Olympiapass. Trainer oder Läufer? Sie kennen ihn nicht? Jetzt kennen ihn schon, wo er sagt Läufer. Jetzt hat's gefunkt. Wer ist es? Ich kann den Namen nicht sagen, aber ganz oben. Zweifacher Paarläufer. Genau. Sie sehen mich öfter hier im Laden. Das Gesicht habe ich gekannt, aber ich habe eine Altersschwäche. Ich kann mir keinen Namen mehr merken. Schenk doch hier Prost. Er hängt bei Ihnen an der Tür. Ja, hätten wir auch das Bild nehmen können. Entschuldigung. Und dann tue ich ein gutes Werk und schenke Ihnen. Toi, toi, toi. Dankeschön. Habe ich kein Problem. Meine Rente ist sicher. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank. Dann Alles muss klar. es ja klappen. Ja. Also ich werde zuschauen. Der Tag der Paarlaufentscheidung bei der internationalen Nebelhorn Trophy. Die Uraufführung der Fußballhymne auf dem Eis.
Das bis zuletzt gut gehütete Geheimnis, mit welcher Kür die amtierenden Weltmeister in Vancouver den Olymp besteigen wollen, wird hier im bayerischen Oberstdorf gelüftet. Im Gegensatz zum Kurzprogramm am Abend zuvor läuft es jedoch in der Kür nicht rund. Aljona springt den Tulip einmal nur doppelt. Und auch der dreifache Wurfflip ist nicht vollkommen. Sie kämpfen sich durch die 4,5 Minuten. Ihre Kostüme, so Aljonas Idee, sollen die olympische Fackel und das Feuer symbolisieren. Der Funke ist nicht übergesprungen. Ist die Fußballhymne auf dem Eis ein Eigentor? Die Kür ist sehr, sehr schwer und sie nimmt unwahrscheinlich viel Kraft. Und für mich war das heute erstmal ein Zeichen, dass sie die Kür ohne groß irgendwo stehen zu bleiben oder dass der eine nicht mehr konnte oder so. Sie haben das Ding durchgezogen bis zum Schluss mit dem fantastischen Wurfseicho. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Die Krone aufsetzen. Die zwei haben mir gezeigt, dass das möglich ist. Und jetzt müssen wir weiterarbeiten. Einen Monat später ist das Spiel aus. Beim Grand Prix in Paris landen Aljona Savtschenko und Robin Scholkowy nach einer Kür voller Pleiten, Pech und Pannen nur auf Rang 3. Mit ihrer Platzierung sind sie nach den Normen der Deutschen Eislaufunion für die Olympischen Spiele qualifiziert. Das aber tröstet nicht darüber hinweg, dass sie sich mit ihrem Programm verhoben haben. Noch auf dem Eis von Paris steht fest, sie werden noch mal ganz von vorn beginnen. Also schade. Schade, viel Arbeit, aber Story. Die Fußballhymne hat ausgespielt. Der Oscar-prämierte Soundtrack von Out of Africa, die neue Chormusik. Aljona Savtschenko, die den Hollywood-Streifen bis dahin noch nie gesehen hatte, muss nun auch wieder neue Kostüme kreieren. Und dann habe ich gedacht, ich gucke lieber ein Video, weil da kommen ja Bilder, da kann ich mir dann Kostüme vorstellen. Weil wenn du nichts siehst, dann hast du keine Vorstellung. Ja, und da hatte die auch so Frisur, so wie es sein muss, sage ich mal, alles. Frau Fischer, die Schneiderin, ist zwischen den Trainingseinheiten zur ersten Anprobe gekommen. Der Zeitplan ist eng. Nur 4 Wochen bis zum nächsten Grand Prix-Wettbewerb im kanadischen Kitchener. Da muss auch das neue Kürkleid mit ganz heißer Nadel genäht werden. Der Body ist fertig, alles andere noch improvisiert. Aber so ist gut. Oh. Ja. Man kann mit so einem Kleid kommen und mit so einem Druck und alle Elemente machen, dann gewinnst du. Und man kann natürlich auf Eis liegen mit schönes Kleid und hast du nicht gesehen und verlieren. Sie aber haben ihr großes Ziel nicht aus den Augen verloren. Abgeschottet in der heimischen Trainingshalle im Chemnitzer Küchwald feilen Aljona Savtschenko und Robin Scholkowy an ihrer neuen Olympiakür. Der Druck ist groß. Nur mit einem Sieg beim Skate Canada in Kitchener Mitte November können sie sich für das Grand Prix-Finale kurz vor Weihnachten qualifizieren. Auch dort sind sie die Titelverteidiger. Und es ist vor Olympia die einzige Chance, schon mal auf die Konkurrenz aus China zu treffen. Sie lehnen bis zur Abreise alle öffentlichen Auftritte ab. Jetzt bin ich froh, jetzt habe ich das neue Kürprogramm gerade so abgespeichert, dass ich das jederzeit abrufen kann. Letzte Woche hatte ich da noch einige Probleme und wenn ich mich jetzt noch mit einem anderen Schaulaufprogramm oder sowas befassen müsste, das wäre dann doch schon ziemlich heftig. Und so haben wir jetzt halt wirklich unsere Ruhe, können uns hier einschließen und können uns halt da in Ruhe darauf vorbereiten. Und das nimmt halt auch allen so ein bisschen die Nervosität. Und ja, sodass wir dann halt wirklich ganz beruhigt nach Kanada fahren können. Der Auftritt im Land der Spiele, ein einziger Triumph. Mit der neuen Kür sind sie wieder ganz die Alten. Das Traumpaar ist zurück und erhält traumhafte Noten.
Aljona Savtschenko und Robin Scholkovin überbieten den 3 Jahre alten Punkte-Weltrekord der früheren chinesischen Weltmeister und sie erhalten als erstes Paar der Welt die Höchstnote 10. Doch das Pech verfolgt sie weiter. Wieder nur Dritte beim Grand Prix-Finale in Japan und Aljona gesundheitlich angeschlagen. Sie trainieren trotzdem weiter, sind aber tagelang auf sich allein gestellt. Trainer Ingo Steuer liegt mit Schweinegrippe im Krankenhaus. Ausgepowert verzichten sie auf einen Start bei den deutschen Meisterschaften kurz vor Weihnachten und haben nur einen Wunsch. Bald das Jahr 2009 zu Ende und 2010 beginnt neues Jahr. Und ich hoffe, dass dann mit neuer Energie, mit neuer Kraft, mit neuen, keine Ahnung, es muss ja anders sein. Doch das neue Jahr beginnt mit einer neuen Hiobsbotschaft. Die Eishalle ist tagelang verwaist, weil Aljona mit Verdacht auf pfeifersches Drüsenfieber das Bett hüten muss. Der Traum vom Olymp wird zum Albtraum. Gebankt auf jeden Fall, weil Verdacht auf pfeifersches Drüsenfieber. Und das wäre natürlich jetzt gerade in der Vor-Olympia-Zeit, in ein paar Wochen geht es ja dann wirklich los, wäre das extrem schlecht gewesen. Allen Widrigkeiten zum Trotz gehen die Titelverteidiger bei den Europameisterschaften in Tallinn nach einem überragenden Kurzprogramm als Führende in die Kür. Doch nach 2 kleinen Schönheitsfehlern in ihrem rundum bezaubernden, hochkarätigen Programm sind die dreifachen Europameister in Folge diesmal nur die zweiten Sieger. Und trotzdem gewinnt ihr Optimismus, dass der Leidensweg auf den Olymp damit ein Ende hat. Ich denke, wir sind einfach jetzt bereit. Ja, vor 4 Jahren waren wir noch viel zu jung, viel zu frisch. In 4 Jahren, gut, wollen wir jetzt noch nicht drüber reden, aber die Zeit ist da und wir sind bereit, haben uns gut vorbereitet. Jetzt der 2. Platz bei der EM ist jetzt nicht unbedingt das große Thema, dass wir uns jetzt irgendwie verstecken müssten oder sowas. Und von daher kann Olympia kommen. Also ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin auch froh, dass es halt hier so gewesen ist. Ich bin halt, ich denke immer positiv und ich bin dann froh, wenn wir dann nach Hause kommen, wieder trainieren und uns vorbereiten auf Olympia. Also ich gehe von Tallinn hier weg, nicht mit dem Gefühl, dass wir Gold verloren haben, sondern dass wir Silber gewonnen haben. Und ich denke positiv, beim Finale haben wir einen 3. Platz gemacht, hier haben wir einen 2. gemacht. Also wir gehen stückweise nach oben, Vancouver soll dann Gold sein. Ladies and gentlemen, from Germany, Aljona Savtschenko, Robin Scholkovin.